Vegan und Zero Waste beschäftigt nicht nur Privatpersonen, sondern auch die Gastronomie. Einen wichtigen Beitrag dazu leistet die aktive Vermeidung von Verpackungs- und Küchenabfällen. Clevere Gastronomen entwickeln daher inzwischen No-Waste-Konzepte, die nicht nur die Umwelt schonen, sondern noch dazu die Unternehmenskosten senken. Mit unserem heutigen Gast David, dem Gründer und Inhaber von Freya, Deutschlands erstes veganes Zero-Waste-Restaurant, möchten wir heute über dieses Thema sprechen. Zero Waste in der Gastronomie, heute zu Gast bei Freya. Vielen Dank, David, für deine Zeit. Magst du mir mal erklären, was macht ihr, was ist euer Konzept hier? Du bist ja heute im Freya, weltweit ersten pflanzenbasierten Zero Waste Restaurant. Und bei uns geht es primär um leckeres Essen, tollen Service in einer schönen Umgebung. Was wir noch ein bisschen mehr machen, ist, dass wir sehr regional arbeiten, sehr saisonal, alles aus biologischem Anbau kommen, tierfrei. Und wir kompostieren bei uns auch im Laden. Darauf müssen wir unbedingt nochmal eingehen, das musst du uns später unbedingt genauer zeigen. Aber von dem ganzen Konzept Zero Waste, von wem hast du dich inspirieren lassen? Ich habe damals mich selber viel belesen, was Nachhaltigkeit bedeuten kann, wie Nachhaltigkeit unsere Zukunft beeinflusst, besonders mit der Ernährung. Unser Slogan ist ja auch Everything starts with food und da war Zero Waste schon ein ganz interessantes Thema für mich. So 2016 hat das angefangen, wo ich es dann selber in mein Leben implementiert habe und dann gemerkt habe, ey, es macht richtig Spaß, was Neues auszuprobieren, sich von allem erstmal zu trennen und zu schauen, was gibt's Neues. Perfekt. Hast du dir Unterstützung reingeholt am Anfang? Wie bist du vorangegangen? Also Unterstützung jetzt im Thema Zero Waste, ja, ich habe viele Bücher gelesen. Ich war damals mit der Idee, mit dem Restaurant, war ich damals in Brighton, in der Nähe von London, im Silo, eines der weltweit ersten Zero Waste Restaurants. Und habe damit gearbeitet und da gemerkt, wie gastronomisch so ein Konzept aussehen kann. Und nach der Zeit habe ich dann damals Jasmin noch kennengelernt, meine Frau. Und zusammen haben wir dann das Ganze hier geschaffen. Bist du manchmal genervt, wenn du durch den Supermarkt gehst und du siehst die ganzen Verpackungen? Wie empfindest du das? Hat dich das auch irgendwie animiert, dass du sagst, hey, das ist Change für dich? Ja, voll. Ich habe diese Unverpackt-Märkte sehr gefeiert. Aber auch das Finanzielle gesehen ist natürlich super teuer. So ein Unverpacktmarkt ist einfach teuer. Was ist jetzt aber so speziell am euren Restaurant? Wie funktioniert euer Konzept? Naja, der Gast kommt rein, hat einen Tisch reserviert, setzt sich hin, isst, bezahlt und geht. So funktioniert's. Aber wie wir das mit dem Zero Waste machen, ist einfach, dass wir schauen, wie vorhin gesagt, dass wir sehr regional arbeiten, sehr saisonal, alles aus biologischem Anbau beziehen. So können wir schon sehr viel an Emissionen sparen, an Verpackungen sparen, an Transportwegen sparen. Und arbeiten sehr eng mit unseren Produzenten zusammen, mit den Bauernhöfen, die uns beliefern. Schauen, dass wir hier vor Ort alles benutzen können und alles, was nicht mehr benutzt werden kann, kommt halt in die Kompostiermaschine. Lass uns das doch direkt mal anschauen. Magst du uns mal kurz einen Einblick geben? Wie sieht es aus? Wie nutzt ihr die im täglichen Business? Hier stehen wir vor Gersi, so haben wir sie getauft, unserer Kompostieranlage. Und die Kompostieranlage funktioniert relativ einfach. Das heißt, wir geben alle unsere Reste hier oben hinein und innerhalb von 24 Stunden wird durch Bewegung, Temperatur und Bakterien alles, was wir hineinwerfen, kompostiert. Und das, was am Ende des Tages rauskommt, geben wir an die Bauernhöfe, an die Bauern, die uns beliefern, und die schmeißen es dann wieder auf die Felder. Also alles, was vom Gast, was in der Küche übrig bleibt, kommt hier rein? Genau, wir sammeln das alles am Tag und wenn die Schicht dann zu Ende ist, schmeißen wir alles hier rein. Oder der Gast kommt selber mal rein und macht es ein bisschen als Show-Effekt, macht es dann selber hinein. Aber eigentlich von den Gästen bleibt nicht viel übrig. Mega cool. Würdest du es anderen Gastronomen auch empfehlen, dass jeder so eine Maschine in der Küche oder irgendwo im Keller haben sollte? Ja, es ist natürlich ein schöner Gimmick und es ist ein schöner Gag, der auch Spaß macht. Ich meine, wir brauchen auch Strom, wir haben grünen Strom. Aber ob wir jetzt unseren Müll abholen lassen oder selber kompostieren, kommt aufs selbe hinaus. Und es macht Spaß, den Leuten so ein bisschen eine Geschichte zu erzählen zu können und zeigt auch den Leuten, dass man was anderes machen kann. Und darum geht es ja, dass man wieder anders ist, dass man wieder überlegt, was kann man mit dem Müll machen, wo kann der hin, was kann man daraus wieder machen. Und ist teuer, so eine Anlage, aber empfehle ich es jedem natürlich. Also es ist schön zu sehen, ihr nehmt das von der Natur oder wir alle nehmen es von der Natur, aber du probierst auch einen Großteil auch wieder zurückzugeben. Selbstverständlich, genau. Großartig. Vielen Dank für die Einblicke, sieht sehr gut aus. Dankeschön. Sehr spannend.
stark achtet ihr auf Saisonalität? Sehr. Also für uns ist, wenn jetzt Erdbeerzeit ist, dann nehmen wir die Erdbeeren. Wenn Spargelzeit ist, nehmen wir den Spargel. Jetzt ist Herbst Richtung Winter, ist natürlich viel Knollengemüse und das behalten wir auf jeden Fall bei. Also bei uns ist so eine Regel, wir haben 80% regional, saisonal, 15% drumherum um Deutschland und 5% von Übersee, also Gewürze, Kakao, Kaffee, das sind so die Sachen, die wir von außerhalb Europa nehmen und alles andere, so aus Italien, aus der Schweiz, aus Frankreich, alles was so nah an Deutschland grenzt. Reist du dann auch sehr viel? Du sagst, hey, du schaust dir vor Ort die Bauern an, wie ziehen die rote Beete groß, wie ernten die das alles? Oder? Anfangs habe ich das gemacht, Ja? wo ich die Idee zum Konzept hatte, habe ich mir einige Bauernhöfe angeschaut, bin durch Deutschland getingelt und habe damals dann auch Kartoffeln aus dem Boden geholt, auf dem Acker mitgestanden, mitgearbeitet und einfach zu verstehen, was heißt es eigentlich, Gemüse anzubauen, was braucht der Boden für Nährstoffe, um Kartoffeln überhaupt am Ende des Tages auszuspucken. Und sich damit zu beschäftigen, war ein ganz, ganz wichtiges Feature für mich. Großartig. Ihr schreibt die Speisekarte. Wie oft ändert ihr die, wenn etwas ausläuft, läuft es aus? Schaut ihr, dass ihr es sofort morgen wieder nachkriegt? Also unsere Karte ist klein, wir haben 8 Gerichte. Aus den 8 Gerichten kannst du dir ein eigenes Menü zusammenstellen, ab 3 Gängen. Und die Gerichte tauschen wir in der Regel alle so 6 bis 7 Wochen aus und haben dann nach 3 Monaten wieder eine neue Karte. Jetzt haben wir zum Beispiel innerhalb von 3 Wochen alle Gerichte ausgetauscht und haben jetzt das Herbstmenü. Und warum komplett vegan? Damals auch die Idee mit der Zero Waste Philosophie war so ein bisschen, wie weit kann es noch gehen? Was kann man sich noch so ein bisschen vorstellen, wie die Zukunft des Essens aussehen könnte? Und eine gute Freundin von mir, die hat mich damals sehr gepusht, auch schon lange Veganerin, sehr gepusht, so von wegen so, ey, wenn Zero Waste, dann eigentlich tierfrei, weil alles andere macht irgendwie ein bisschen heuchlerisch vielleicht. Und dann war so, okay, wenn Zero Waste, dann vegan. Let's go. Full Taste, Zero Waste, Plant-Based. Und es kommt sehr gut an, ne? Also muss man wirklich sagen, Laden ist voll erprobt. Du hast ein sehr, sehr gutes Image. Gratuliere dazu. Dankeschön. Wie stehst du auch dazu zu veganem Fleisch? Fleischersatz? Ja, esse ich ab und zu. Also irgendwie so was dieses Erbsenprotein, Chicken-ähnliches Gyros, wie ich es immer nenne, mit so einer Kräutermischung. Ist lecker. Burger, natürlich convenient. Also ist ja alles eher Richtung Fast Food, Convenient Food, Industrial Food. Natürlich ist ich würde mir das nicht jeden Tag reinziehen, auf gut Deutsch gesagt. Aber ab und zu ist in Ordnung. Und natürlich zieht natürlich die Leute an, die sehr viel Fleisch essen und mal was ausprobieren wollen und das halt reduzieren wollen, aber immer auch diesen Geschmack haben wollen. Aber ich glaube, für Leute, die sehr bewusst mit ihrem Körper umgehen, mit der Ernährung, mit der Umwelt umgehen, für die ist das langfristig und lange und täglich nicht wirklich viel. Du hast dieses Jahr auch mit deiner Partnerin Jasmin die Freya-Bäckerei gegründet. Ja. Was hat dich dazu animiert? Das war so ein bisschen Corona-bedingt. Wir waren haben dann ein Buch geschrieben, haben unser Kind bekommen und haben ein bisschen Takeaway gemacht und haben selber die Sachen ausgefahren. Und da war es ein bisschen, was können wir noch? Und ich bin immer schnell gelangweilt, muss was machen. Und dann haben wir den tollen Laden da in der Gartenstraße, Ecke Schröderstraße gefunden, also 200 Meter hier von uns entfernt. Riesenladen, Eckladen, tolle Location. Da dachten wir uns, ich glaube, hier wäre eine Bäckerei, ganz, ganz schön. Mein Onkel, der war Meisterbäcker, ist leider nicht mehr bei uns im Unternehmen, hat jetzt eine andere Berufung gefunden. Aber es war so, ey, Brot ist, ja auch, du denkst natürlich dann auch weiter, dann denkst du natürlich auch, was ist unternehmerisch klug nach so einer Corona-Zeit. Ja, und Bäckerei ist systemrelevant, wird ganz anders angesehen in unserer Gesellschaft als natürlich ein Restaurant. Hat einen anderen Stellenwert, eine andere Identifikation und mit Brot, also Brot ist immer geil. Und wir haben schon immer Brot gebacken, auch bei uns im Restaurant. Das war immer schon eine Identität, die wir damals auch schon gemerkt haben, das sind wir auch. Und gutes Brot, leckere Croissants, schöne Cookies, hausgemachte Sandwiches. Das ist ja nicht nur eine Bäckerei, ist ja noch ein Café, Deli dazu. Also du kannst dich reinsetzen, kannst dir deine Sachen bestellen, die werden frisch gemacht. Macht Spaß. Man kann sich bildlich sehr gut vorstellen, wie du darüber sprichst. Danke. Vielen Dank. Abschlussfrage, David. Nachhaltigkeit in der Gastronomie. Ihr seid wirklich on the top. Ja, ihr macht es, ihr lebt es vor. Welche Tipps hättest du für die Gastro-Kollegen da draußen? Wie kann man es richtig leben? Was sind so einfache Schritte, wie man das schnell auch gut umsetzen kann? Einfach ist immer schwierig. Ich glaube, sich mit der Thematik Essen einfach noch viel mehr
auseinandersetzen und auch viel mehr über tierfrei nachzudenken und über Verpackung nachzudenken, zu schauen, was brauche ich, wie viel brauche ich davon, wann brauche ich es, sich Gedanken über das Menü zu machen und einfach zu schauen, dass man ja, sehr regional kochen kann. Wenn du natürlich ein asiatisches Restaurant hast, ein Koreaner, dann ist es natürlich schwierig, dass du da schaust, wie arbeite ich jetzt regional. Wenn natürlich alles so schmecken soll wie in Korea. Das ist natürlich in Deutschland für uns als die deutsche Küche wiederzubeleben, finde ich, dass man schon viel auf deutsches Gemüse auch zurückgreifen sollte. David, vielen Dank für den Einblick. War großartig mit dir. Schön, dass ihr auch mit dabei wart. Bleibt dran, abonniert unseren Kanal und bis bald.